Willkommen in der ersten Ausstellung der europaübergreifenden Künstlerinnengruppe Artists in Masks in Murnau am Staffelsee. An jedem Tag der Ausstellung bis zum 5. März lese ich aus meinem neuen Buch 93 Tage in Italien, ein europäisches Künstlertagebuch, Auszüge vor. Und jedes Mal stelle ich eines der Werke vor, die in der Ausstellung gezeigt werden. Heute ist es ein Werk des italienischen Malers Giuseppe De Simone, der sich Des nennt, und dieses Bild heißt Disagio Emotivo. Palermo, Sicilia, Donnerstag, 3. Januar 2019. Während der Nacht hat es geblitzt und gedonnert. Mehrfach war ich aus dem Bett gestiegen, hatte auf dem gusseisernen Schildkrötenpanzer der Nachttischlampe den Schalterknopf gesucht. Im Unterschied zu der im Tiffany-Stil bunt verglasten Schildkröte, die Utas Bettseite illuminiert, befindet sich der wichtige Knopf meines Leuchtreptils am Schwanzende. Die Fenster dieser Wohnung lassen sich lichtdicht verschließen, aber halten sie auch die Wasserfälle ab, die vom Himmel und den Dächern herabstürzen? In der Küche regiert ein fahles Licht, das die Konturen der Stühle und Wandschränke reliefartig hervortreten lässt. Geschwungener Ornamentschmuck aus Stuck und Schnitzereien. Ich trete an die Fenster des Wintergartens, vor denen 5 herabhängende Schnüre Keramikfiguren tanzen lassen. Schildkröten natürlich. Die Panzerschalen 6-farbig glasiert. Eine Kreuzung aus Terrarium und Balkon gewährt Ausblicke über den quadratischen Innenhof des Wohnkomplexes. Für eine Weile vertiefe ich mich in das aus einigen wenigen Nachtlichtern beleuchtete Unterwasserpanorama. Am Morgen steht fest, alle Fenster waren dicht. Durch die üppige Vegetation des Vorgartens spähe ich über die Winterbetten der Tartaruge, Schildkröten, hinweg und erkenne auf den Straßen die gleiche Garnitur wie im Innenhof. Müllcontainer und ausgesprochen eng geparkte Kraftfahrzeuge verschiedenster Größe und Fabrikate. Die Überzahl der Menschen da draußen springt im Sitzen ruckartig in dichtem Kraftverkehr vorüber oder beschäftigt sich damit, Parkplätze für ihre Maschinen zu ergattern. Zwischen der Hausseite der motorisierten Stadt, angereichert und gefüllt mit Abgasen und Dauerlärm, und unserem Salon, bilden Bananenstauden und riesenhafte Kletterpflanzen auf verholzten Stämmen einen regelrechten Schutzwall. Mit Hilfe millionenfacher Verzweigungen, Ranken, grüner Schlingen und einem wuchernden Blättermeer gelingt es ihnen und all den anderen Pflanzen, die überall sichtbar Vorgärten, Alleen und Parks beleben, eine weit ausgedehnte Oberfläche herzustellen, über die ein ständiger Gasaustausch erfolgt. Trotz seiner gnadenlosen Verkehrsdichte und Bebauung wirkt Palermo deshalb sehr grün. Ich öffne die schmale Glastüre und stehe direkt über dem steppenartig angelegten Reservat der Kriechtiere. Die Lungen von Reptilien sind viel stärker gekammert als die der Amphibien und ähneln den Organen, mit denen wir Säugetiere den Sauerstoff aus der Luft holen. Coco quetscht sich an mir vorbei, stürmt bellend die Stiege hinunter und wird von einem Zaun abrupt am Weiterrennen gehindert. Sie darf den Reptilienpark nicht betreten. Davon kaum beeindruckt, gilt ihr Interesse sofort einer völlig anderen Spezies, den Katzen. Von ihnen gibt es hier viele. Sie bewohnen die Stadt, ähnlich beständig, beschäftigt und selbstsicher umherschweifend wie die Menschen. Im engen Käfig unseres Vorgartens folgt Coco nun flinken Schrittes diversen Riechspuren, aufgebracht und eifrig schnüffelnd.
Kurze Graupelschauer verhängen meine freie Sicht nun wieder vertikal mit eisigen Gitterstäben. Durch die Zwischenräume klettert mein Blick die Häuserschluchten hinauf, nimmt Balkon um Balkon und endet in einem homogenen Ganzfeld von hellem Grau. Bar jeglicher Ungleichartigkeit, Figuren oder Konturen, erreicht meine Netzhaut nur einheitlich diffuses Licht wie in einem dichten Nebel. Ich wende mich ab, wanke tastend zurück in das Zwielicht des Salons. Hier gruppieren sich schwere Fauteuils und 2 bunt behangene Sofas um einen flachen Glastisch. Von den Wänden leuchten gerahmte Gemälde und Zeichnungen in den Raum hinein. Keine Drucke, alles Originale. Als Mittelpunkt der Wohnung offenbart sich eindrucksvoll und unverhohlen ein lederbespannter Schreibtisch. Ein Fernsehgerät, das Heiligtum und unübersehbare Zentrum aller vorher gemieteten Quartiere, entdecke ich erst später in einer dunklen Ecke. Auf halbem Weg zur Küche dringen meditative Flötentöne an mein Ohr. Dieses musikalische Gewebe, für andere akustische Reize so durchlässig wie ein Spinnennetz für Landschaft und Himmel, zieht sich in Sekundenschnelle zu einer Erinnerung zusammen. Die Panflötenkunst des rumänischen Musikers Gheorghe Zamfir, wie sie in den 1970er Jahren über Europa hinweg populär war. Mit einem Ohr an der Haustür erfahre ich von Uta, dass der Mann, der den Eingang unseres Mietshauses bewacht, Meditationsmusik hört.